Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute dreht sich hier alles um Mustertapeten. Wir zeigen dir, welche Arten es gibt und wie sie sich unterscheiden. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende von Tapetenmustern und Designs, aber glücklicherweise viel weniger Tapetenarten. Die beliebtesten sind Fließtapeten, Papiertapeten und Vinyltapeten. Schauen wir uns mal die Unterschiede an. Fließtapeten sind am beliebtesten. Es gibt sie in vielen Farben und Mustern und sie sind ganz einfach zu verarbeiten. Ideal also auch für den Anfang. Fließtapeten werden aus Zellstoff und Textilfasern hergestellt und sind extrem strapazierfähig. Und das Schöne daran, sie lassen sich später leicht wieder abziehen. Damit man sich vorstellen kann, wie die Tapete später aussehen wird, gibt es in den Tapetenbüchern Fotos von fertigen Räumen. Papiertapeten sind die Klassiker unter den Tapeten. Sie werden aus bedrucktem oder geprägtem Papier hergestellt und oft auch aus Recyclingpapier. Sie sind atmungsaktiv und umweltfreundlich. Damit sind Papiertapeten ein günstiger Einstieg, aber halt weniger robust. Da brauchst du dann schon etwas Übung, um sie richtig anzubringen. Und nun zu den schwersten Tapeten, den Vinyltapeten. Sie sind ideal für Wände, die oft angefasst oder schmutzig werden, wie zum Beispiel Flure oder Treppenhäuser. Vinyltapeten werden auch Kunststoff- oder PVC-Tapeten genannt und können sogar Fliesen ersetzen. Wenn du also eine strapazierfähige und leicht zu verarbeitende Mustertapete suchst, ist die Fließtapete erste Wahl. Du willst etwas für die Umwelt und die Wohngesundheit tun? Dann nimm eine Papiertapete aus Recyclingpapier. Und soll deine Tapete auch mal stärkeren Schmutz aushalten? Dann wähle unbedingt eine abwaschbare Vinyltapete aus. Nun weißt du, welche Arten von Mustertapeten es gibt und worin sie sich unterscheiden. Wir wünschen dir ganz viel Spaß bei der Auswahl. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen nach oben und wenn du unseren Kanal abonnierst. Danke und bis zum nächsten Mal.